Das heutige Video ist ein sehr, sehr spannendes Video, vor allen Dingen, wenn du einfach ein Fan von wunderschöner Klaviermusik bist. Thomas Forschbach von Werde Musiker, herzlich willkommen zu diesem Video. Und ich möchte dir heute eine wirklich ungewöhnliche Herangehensweise und Technik zeigen. Ich möchte es noch nicht mal improvisieren nennen, sondern wie du selbst Musik schaffen kannst am Klavier, die ja zumindest so die meisten oder viele meiner Schüler als wunderschöne Klaviermusik bezeichnen. Es ist nicht der poppige Stil von letzter Woche Sonntag. Es klingt eher klassischer. Also einige Leute sagen jetzt, hey, das ist doch klassische Musik. Würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, dass es wirklich klassische Musik ist. Aber ich habe zum Beispiel ein klassisches Stück extra mit dem Hintergrund als Vorbild genommen. Und da anhand dieses Beispiels werde ich dir dann zeigen, wie du selbst etwas in dieser Art kreieren kannst, ja, gar nicht mal kopieren kannst, sondern etwas Eigenständiges wirklich kreieren kannst. Ich denke, es ist ganz spannend und viel Spaß wünsche ich dir jetzt. Als Grundlage meiner Erklärung gleich dient hier dieser kleine Ausschnitt. Ja, ungefähr so. Also, das war jetzt kurz der Anfang aus Mozarts Klaviersonate Nummer 16 in C-Dur. Aber als das möchte ich das jetzt gar nicht sehen, sondern vielmehr halt auf diese Art von Musik gehen, weil ich weiß, dass viele von euch diese Art einfach sehr gerne mögen. Und vor allen Dingen bekomme ich immer wieder die Nachricht, hey Thomas, guck mal, du erzählst immer viel von Akkorden, aber ich möchte doch eigentlich viel lieber wunderschöne Klavierstücke spielen, die mein Herz berühren und gar nicht so viel Akkorde so zusammen und so wie Elton John und Billy Joel und die ganzen Popkünstler, sondern ich möchte, dass das Ganze ein bisschen klassischer klingt. Und jetzt kommt's, nämlich letztendlich sind auch hier Akkorde die Grundlage. Also, wahrscheinlich kennst du mein Beispiel, was ich schon mal hier bei Für Elise genannt habe. Letztendlich ist die Basis hier, das vom Tonmaterial, geht es hier um zwei Akkorde. A-Moll, E7. Ja, also. Und das ist jetzt halt der Punkt und das ist halt das, was du jetzt letztendlich zu Hause machen möchtest und das möchte ich dir ein bisschen jetzt näher erklären, wie du aus diesen Akkorden letztendlich so wunderschöne Klaviermusik machen kannst. Also, wir möchten hier gar nicht den Anspruch irgendwie erheben, irgendwie Weltklasse, klassische Musik zu komponieren, aber einfach, dass du natürlich Freude bei dir am Klavier hast mit selbstgemachter, schöner Pianomusik. Wenn wir uns jetzt hier diesen mal näher anschauen, dann haben wir hier ein C-Dur-Akkord, C, E und G und der halt so gespielt wird. So, das ist jetzt tatsächlich streng genommen ein Pattern, was es in so vielen Stücken oder auch Pop-Songs oder Liedern gibt. Der Grundton, die Quinte, der dritte Ton, zurück die Quinte und das war's und das wird wiederholt. So, dann gibt es einmal G-Dur und so. Erstmal in der linken Hand jetzt noch. Und zwar mit kleinstmöglicher Bewegung wird hier der G-Dur-Akkord gespielt. Also nicht, das ist die Grundstellung vom C-Dur-Akkord, C, E und G. Die Grundstellung vom G-Dur-Akkord wäre G, H und D. So, aber da hört man schon, hier ist ein großer Sprung. So, das klingt vielleicht ein bisschen, dann nennen wir es unkomfortabel. Und hier, guck, das G bleibt sogar liegen. Das ist halt G in der ersten G-Dur, in der ersten Umkehrung. Das G ist hier oben. Und dadurch gibt es hier nur eine ganz kleine Bewegung. Ja, merk dir bitte das Ding, dass du diesen Rhythmus hier spielen kannst, dieses Pattern, mit und dann einen anderen Akkord in kleinstmöglicher Bewegung. Das werden wir später nochmal einsetzen. In der Melodie in der rechten Hand haben wir, das ist der C-Dur-Akkord, einmal aufwärts gespielt, mit einem längeren C und zwei kürzeren E und Gs. 1, 2, 3, 4.
Das ist der C-Dur-Akkord. Achtung, jetzt kommt. So, beim G-Dur-Akkord wird einmal das H gespielt, ist auch Bestandteil des Akkords. Dann gibt es einen Triller. Aber letztendlich ist es der Übergang vom H zum C. Und zwar über einen Triller. Einfach oder die Ausweichung der Melodie nennt man das auch. Das weicht einmal aus nach oben, geht aber wieder zurück zum C. Also eigentlich vom H aufs C weicht trotzdem als kleine Variation einmal aus nach oben und kommt wieder zurück. Kann man sehr oft machen, wenn du einen Ton spielen möchtest, auf einen benachbarten Ton entweder drunter oder drüber kurz ausweichen und zurückkommen. Ja, gibt es immer wieder mal, ist definitiv ein Element, mit dem man bewusst Melodien komponieren kann mit einer theoretischen Herangehensweise. So, also haben wir jetzt das bis dahin und hier übrigens wieder der C-Dur-Akkord mit C und G. F-Dur-Akkord, allerdings auch wieder mit kleinstmöglicher Bewegung. C, F und A. Ja, das ist die zweite Umkehrung. Das wäre F-Dur, F ist oben, A ist auch wieder oben. Das Muster ist das gleiche. Und A ist die Melodie, ist der Melodieton, ist ein Bestandteil des F-Dur-Akkords. Achtung, jetzt kommt der nächste Akkord, C-Dur, Melodieton ist G und C. Melodietöne des C-Dur-Akkords. Jetzt kommt als nächster Akkord der G-Dur-Akkord, wieder in dieser Reihenfolge. Melodieton ist das G, auch Bestandteil des G-Dur-Akkords. So, dann gab es hier einmal einen Triller. Ja, das ist eine der Variationen, die man immer einsetzen kann, einen Triller auf jedem Ton theoretisch, ne? Mit einem benachbarten Ton hin und her zu trillern, der dann so aufhört. Auf dem E. Und das E ist wieder Bestandteil von C-Dur. Ich könnte jetzt immer so weitermachen. Es ist jetzt natürlich ein Paradebeispiel. Nicht immer sind es Akkordtöne in der Melodie. Nicht immer ist es genau so, wie es hier ist. Aber sehr oft ist es, dass wirklich Grundakkorde verwendet werden. Und in der C-Dur-Tonleiter sind die wichtigsten Akkorde einfach C-Dur, F-Dur und G-Dur. Ja, oder C-Dur, G-Dur und F-Dur. Das wäre eigentlich die Reihenfolge. Der Bedeutung, der Wichtigkeit. Bei Für Elise übrigens auch. Das Stück ist A-Moll und E-Dur, das sind die wichtigsten Akkorde, die dieser Ton hat. Ne? A-Moll ist der Grundakkord und die Dominante. Ja, wenn du das schon kennst, Grundakkord und Dominante, das sind einfach die wichtigsten Akkorde und dann halt gerne noch Subdominante. Also der Grundton ist der Akkord von der ersten Stufe einer Tonleiter bei C-Dur, der C-Dur-Akkord, dann geht die Tonleiter aufwärts. Der vierte Ton ist die Subdominante und der Akkord vom fünften Ton ist die Dominante. C-Dur, F-Dur und G-Dur. Hast du bestimmt schon mal gehört, sind einfach die bekanntesten Akkorde. Das Schöne ist jetzt, wenn wir das Ganze jetzt wirklich anwenden wollen, eigene Musik machen wollen, also egal ob improvisieren oder komponieren, also komponieren, dann ist es, der Unterschied ist halt nochmal, dass du es dann wirklich für dich irgendwie fixierst, irgendwie in Form von Noten aufschreibst oder aufnimmst und dass es dann auch fest oder immer wieder halt, oder sie es quasi auch auswendig merkst, aber es immer wieder so spielst, dann könntest du eine solche Herangehensweise nehmen. Zum Beispiel nehmen wir mal dieses Muster, ja. Es ist nicht von Mozart geklaut, es ist einfach ein Pattern, was es einfach unendlich oft gibt. So, jetzt können wir mal einen A-Moll-Akkord nehmen, der auch sehr wichtig ist in der C-Dur-Tonleiter. Mit kleinstmöglicher Bewegung, wie ich das vorhin gesagt habe. Und dafür nehme ich einfach den Daumen vom G aufs A. Guck mal, wie das klingt. Jetzt. Und wieder zurück zum C. Jetzt mal G, C. Okay, C-Dur, A-Moll, G-Dur, C-Dur. Das habe ich gerade spontan überlegt. Jetzt probiere ich mal mit Melodietönen, mit Akkordtönen, die ich auch in der linken Hand spiele, in der rechten Hand was dazu zu spielen.
Entschuldigung, jetzt habe ich ja schon einen Nicht-Akkordton verwendet. So, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das hier die allergrößte Komposition ist, die man je machen kann, aber es war definitiv ein eigenständiges Stück und alles, was ich gemacht habe, ist jetzt simple Akkorde verwendet, die mit diesen Pattern gespielt und oben habe ich nur Akkordtöne gespielt. Also von den Akkorden, die ich zu dem Zeitpunkt in der linken Hand gespielt habe. Jetzt kann ich natürlich nochmal gucken, wie oft, wann wechsle ich welchen Akkord, welche Akkorde verwende ich wirklich, verwende ich dieses Muster hier oder verwende ich ein anderes Muster. Zum Beispiel, es reicht einfach nur 2 Töne dieses Akkords, ne? Ein bisschen Pedal noch dazu. Oder theoretisch, guck mal, jetzt könnte ich so eine Forrest Gump Nummer daraus machen. Einmal den Kronton und 4-mal hier oben den Quintton einfach. Das sind die Akkorde von dieser Mozart-Sonate. Ja, Entschuldigung, also ich müsste mich da ein bisschen mehr noch konzentrieren. Ist jetzt nichts, was ich so locker flockig mache, vor allen Dingen, um auch etwas Schönes bei rauszubekommen, aber es ist definitiv, und das kann ich dir versprechen, ein hervorragender Ansatz, um auf Entdeckungsreise zu gehen auf dem Klavier. Und genau das ist es, was ich hier mit diesem Video bezwecken möchte. Ich hoffe, ich kann dich da inspirieren, jetzt einfach mal selbst ein bisschen auszuprobieren, deine eigene Improvisation oder vielleicht sogar deine Komposition zu kreieren und einfach mal mit einer ganz anderen Technik, zum Beispiel wie wir das letzte Woche hatten, da ging es eher so vom Stil her in die populäre Richtung. Letztendlich kann man Grenzen immer meiner Meinung nach hin und her schieben. Wann ist es Popmusik, wann ist es klassische Musik? Das ist aber definitiv der Ansatz, den viele meiner Schüler eher als klassische Musik oder als wunderschöne Pianomusik definitiv bezeichnen. Mir persönlich gefällt es auch sehr, sehr gut, einfach solche Musik aus dem Klavier rauszuholen und ich hoffe, dass du genauso viel Spaß daran hast. Wie ich, das wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall beim Improvisieren, beim Ausprobieren. Also nochmal, suche dir am besten einfache, geläufige, bekannte Akkorde raus, die du schon kennst, vielleicht auch sogar aus einem anderen Stück, nämlich Akkorde. Es gibt halt einfach nicht viele Akkorde innerhalb einer Tonleiter und deswegen wiederholen sie sich immer und immer wieder. Es gibt ganz viele Stücke, wo sich Akkordfolgen wiederholen. Das ist nirgendwo was, also da brauchst du keine Angst zu haben, dass du irgendwem irgendwas klaust oder so. Aber vielleicht veränderst du dann halt, je nachdem wie lange du den Akkord hältst, bis du ihn wechselst oder veränderst die Reihenfolge und spielst in der rechten Hand tatsächlich dann Akkordtöne. Ich habe das Ganze übrigens jetzt hier oben in der Lage gemacht. Du kannst natürlich auch tiefer machen, wobei vieles sich einfach hier in dem Bereich abspielt, ne? Wenn du kannst, vielleicht mach sogar auch noch einen kleinen Triller rein, gerne auch mal so eine Wechselnote. Du kannst theoretisch auch noch mehr Noten in der rechten Hand verwenden. Was ich bisher gezeigt habe, ist einfach nur die simpelste Herangehensweise. Ich denke, es ist auch gut und wichtig, erstmal simpel anzufangen, nämlich mehr geht immer. Und die Kunst ist es dann auch in dem Fall definitiv aus weniger natürlich mehr rausholen. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du wieder dabei warst. Dir einen wunderschönen Tag noch. Und wenn du Lust hast, und bis zum nächsten Video.